Lektion 1: Tolle Angebote. Hey Anna, bist du in letzter Zeit einkaufen gegangen? Ja, ich war gestern im Einkaufszentrum. Ich habe ein paar tolle Angebote gefunden. Wirklich? Was hast du gekauft? Ich habe eine neue Jacke, eine Jeans und ein paar Accessoires bekommen. Die Verkäufe waren unglaublich. Das ist genial. Ich muss auch bald etwas einkaufen. Gibt es ein gutes Geschäft, das du empfehlen würdest? Es gibt ein Geschäft namens Fashionista, das wirklich trendige Kleidung zu günstigen Preisen anbietet. Du solltest es dir ansehen. Okay, großartig. Ich muss bald einen Ausflug dorthin machen. War das Einkaufszentrum überfüllt, als du dort warst? Es war ein bisschen voll, aber nicht so schlimm. Die Wochenenden sind normalerweise am geschäftigsten. Ich versuche, wochentags zu gehen, wenn ich kann. Gut zu wissen. Ich gehe auch lieber, wenn es weniger voll ist. Danke für die Einkaufstipps. Lektion 2: Die Nachbarschaft erkunden. Hallo Anna, hast du schon einmal unsere Nachbarschaft erkundet? Es gibt einige interessante Orte in der Nähe. Hallo John, nicht wirklich. Ich bin meistens zu Hause geblieben. Welche Orte empfiehlst du? Nun, es gibt einen wunderschönen Park nur 3 Blocks von unserem Standort entfernt. Es ist ganz in der Nähe und ein großartiger Ort zum Entspannen. Das klingt nett. Gibt es etwas Besonderes an dem Park? Ja, es hilft nicht nur der Umwelt, sondern verschönert auch unsere Stadt. Sie haben eine Vielzahl von Pflanzen und Blumen, die es wirklich bezaubernd machen. Das ist wunderbar. Wir sollten den Park auf jeden Fall irgendwann besuchen. Es ist wichtig, die Natur zu schätzen. Ich stimme vollkommen zu. Wir sollten auch andere ermutigen, sich um die Umwelt zu kümmern und die Schönheit unserer Umgebung zu genießen. Absolut. Kleine Aktionen wie das Aufsammeln von Müll oder das Pflanzen von Bäumen können einen großen Unterschied machen. Exakt. Es ist wichtig, dass jeder seinen Teil dazu beiträgt, unsere Umwelt für zukünftige Generationen zu erhalten. Lektion 3: Entspannung im Sommer. Hey Anna, ich hatte so einen entspannten Tag am Strand. Wie steht's mit dir? Hallo John, ich bin vorhin schön schwimmen gegangen und es hat sich so erfrischend angefühlt. Das ist großartig. Ich habe mich einfach auf meine Decke gelegt und die Sonne aufgesaugt. Es war der perfekte Weg, um sich zu entspannen. Ich stimme zu, der Strand ist der beste Ort, um sich zu entspannen und neue Energie zu tanken. Bist du auch schwimmen gegangen? Nein, ich hatte heute keine Lust, ins Wasser zu gehen. Ich wollte nur herumliegen und meinen Körper abkühlen lassen. Ich verstehe, manchmal ist es schön, einfach die Sonne zu genießen, ohne nass zu werden. Was hast du getan, um dich abzukühlen? Nun, nach einer Weile ging ich tatsächlich zurück zu meiner Decke und legte mich in die Sonne. Die Wärme fühlte sich unglaublich an, nachdem ich im Wasser war. Ja, das klingt himmlisch. Die Sonne kann so beruhigend und verjüngend sein. Ich freue mich, dass du einen so schönen, erholsamen Tag hattest. Ich auch, es war genau das, was ich brauchte. Der Strand ist der perfekte Ort, um einfach zu entspannen und alles andere zu vergessen.
Lektion 4. Ökologisierung unserer Städte. Hey Anna, ich habe darüber nachgedacht, wie wir unsere Stadt umweltfreundlicher machen können. Was denkst du? Oh, das ist eine tolle Idee, John. Ich suche immer nach Möglichkeiten, der Umwelt zu helfen. Nun, ich dachte, wir könnten damit beginnen, mehr Bäume in der Stadt zu pflanzen. Das würde nicht nur der Umwelt helfen, sondern auch unsere Straßen verschönern. Ich liebe diesen Vorschlag. Bäume absorbieren nicht nur Kohlendioxid, sondern spenden auch Schatten und lassen die Gegend viel lebendiger aussehen. Genau. Und wir könnten die Menschen auch dazu ermutigen, Gärten anzulegen, auch in kleinen Räumen wie Balkonen oder Terrassen. Ja, das ist genial. Hausgärten tragen zur Abfallreduzierung bei und liefern frische, lokale Produkte. Außerdem sind sie so hübsch anzusehen. Absolut. Und wir könnten erwägen, mehr Sonnenkollektoren zu installieren und auch Recyclingprogramme umzusetzen. Das sind alles fantastische Ideen. Ich wette, wenn wir als Gemeinschaft zusammenarbeiten, könnten wir unsere Stadt zu einem echten Vorbild für Nachhaltigkeit machen. Ich stimme zu. Wenn wir die Leute mit ins Boot holen und die richtigen Ressourcen bereitstellen, können wir meiner Meinung nach einige großartige Änderungen vornehmen. Lektion 5. Tagträumen über Reisen. Weißt du, ich habe in letzter Zeit oft davon geträumt, irgendwo ein episches Abenteuer zu erleben. Oh, das kann ich nachvollziehen. Wo hat dich deine Fantasie hingeführt? Nun, ich habe mir vorgestellt, wie ich einen gewundenen Fluss hinunterschwimme, umgeben von üppigem Grün und hoch aufragenden Bergen. Das klingt absolut magisch, John. Die Ruhe, einen Fluss entlang zu treiben, muss so friedlich sein. Definitiv. Ich würde gerne auf diese Weise reisen und dabei all die schönen Landschaften genießen. Ich kann es mir vorstellen, an Wasserfällen vorbeigleiten, Wildtiere entlang der Ufer beobachten und spüren, wie die sanfte Strömung sie vorantreibt. Genau. Und ich möchte auch in die lokale Kultur eintauchen, weißt du? Vielleicht campen sie nachts sogar unter dem Sternenhimmel. Das wäre eine unglaubliche Erfahrung. Auf diese Weise mit der Natur in Verbindung treten, weit weg von den Ablenkungen des Alltags. Absolut. Ich habe das Gefühl, es wäre eine so erdende und verjüngende Reise. Nur ich, der Fluss und die freie Natur. Lektion 6. Ausgelöscht. Hey Anna, ist dir aufgefallen, dass das Leben in Großbritannien in letzter Zeit schwieriger geworden ist? Es liegt eine Menge Frustration in der Luft. Ja, ich habe die Belastung definitiv gespürt. Die Leute scheinen heutzutage nerviger zu sein. Es ist wirklich hart. Angesichts der Lebenshaltungskostenkrise fühlen sich viele von uns am Boden zerstört. Absolut. Es geht auch nicht nur um Finanzen, die Pandemie, die politischen Unruhen, das alles fordert seinen Tribut. Definitiv. Ich habe manchmal das Gefühl, dass ich einfach leer davonlaufe. Ich auch. Wir müssen Wege finden, uns zu erholen und mit all dem Stress umzugehen. Irgendwelche Ideen? Ich bin offen für Vorschläge. Nun, ich habe versucht, der Selbstpflege Priorität einzuräumen, auch wenn es nur Kleinigkeiten sind,
wie spazieren gehen oder ein Buch lesen. Das ist ein gutes Argument. Die kleinen Dinge können einen großen Unterschied machen, wenn Sie sich erschöpft fühlen. Lektion 7: Japan erkunden. Hey Anna, ich habe gehört, dass du kürzlich nach Japan gereist bist. Wie war es? Oh, es war unglaublich. Ich durfte so viele verschiedene Städte erkunden und eine so einzigartige Kultur sehen. Das ist großartig. Was waren einige der Höhepunkte? Nun, ich habe es geliebt, durch die Schreine und Tempel in Kyoto zu wandern. Die Architektur war einfach atemberaubend. Ich wollte schon immer Kyoto besuchen. Was hast du noch gemacht? Ich habe auch Zeit in Tokio verbracht, einer so lebendigen und pulsierenden Stadt. Ich ging zum Tsukiji-Fischmarkt und probierte so viele leckere Speisen. Ah, das Sushi muss unglaublich gewesen sein. Hast du es in andere Städte geschafft? Ja, ich war auch in Hiroshima. Es war eine sehr bewegende Erfahrung, etwas über die Geschichte dort zu erfahren. Das kann ich mir vorstellen. Japan scheint sowohl kulturell als auch historisch so viel zu bieten zu haben. Lektion 8: Neue Lebensmittel ausprobieren. Oh, es war großartig. Ich wollte schon immer mit verschiedenen Küchen experimentieren. Das ist großartig. Was für Gerichte hast du probiert? Nun, ich bin endlich dazu gekommen, Sushi zu probieren. Ich muss sagen, ich bin jetzt ein großer Fan. Sushi ist so lecker. Was hältst du davon? Ich habe die frischen Aromen und die Kunstfertigkeit, mit der es zubereitet wird, geliebt. Es ist definitiv ein neuer Favorit geworden. Ich freue mich, dass es dir gefallen hat. Sushi ist ein fester Bestandteil der japanischen Küche. Ja, und ich habe auch koreanisches Barbecue probiert. Die Aromen waren unglaublich. Oh, koreanisches Grillen macht so viel Spaß. Hast du das Fleisch selbst grillen dürfen? Hab ich. Es war so ein interaktives und geselliges kulinarisches Erlebnis. Lektion 9: Roadtrip-Abenteuer. Hey Anna, ich habe gehört, dass du bald einen Roadtrip planst. Wo willst du hin? Hey John, ja, ich freue mich riesig darauf. Ich habe vor, für einen kleinen Wochenendausflug in die Berge zu fahren. Das klingt unglaublich. Die Bergkulisse ist immer so atemberaubend. Wie lang ist die Fahrt? Nun, wenn wir die Autobahn nehmen, sollten wir ungefähr 2 Stunden brauchen, um dorthin zu gelangen. Das ist gar nicht so schlimm. Eine schöne, malerische Fahrt, um dem Alltag zu entfliehen. Exakt. Ich freue mich sehr auf die Gelegenheit, mich in der Natur zu entspannen und neue Energie zu tanken. Es ist das perfekte Rezept für eine entspannende und verjüngende Reise. Ich hoffe, du hast eine tolle Zeit. Danke, John. Ich bin mir sicher, dass es wunderbar sein wird. Ich kann es kaum erwarten, die Wanderwege zu erkunden und die frische Bergluft zu genießen. Das klingt himmlisch. Stellen Sie sicher, dass Sie viele Fotos machen, um sie zu teilen, wenn Sie zurückkommen. Lektion 10: Den perfekten Sitzplatz finden. Hallo Anna.
Hast du einen bequemen Platz für unser Treffen gefunden? Guten Morgen, John. Ja, ich habe einen tollen Platz in der Nähe des Fensters gefunden. Es hat eine gute natürliche Beleuchtung und viel Platz. Wie ist der Platz, den Sie ausgewählt haben? Es ist nicht schlecht, aber ich denke, ich werde versuchen, etwas Polsteres zu finden. Macht auf jeden Fall einen großen Unterschied in Bezug auf Komfort und Leistung. Ich stimme zu, der richtige Stuhl kann wirklich beeinflussen, wie produktiv wir sind. Warum schaust du dir nicht das an, das ich gefunden habe? Es hat eine tolle Lendenwirbelstütze. Toll, lass mich einen Blick darauf werfen. Ja, das ist viel besser. Die Ergonomie dieses Stuhls ist perfekt. Ich freue mich, dass es dir gefällt. Sitzplätze sind so wichtig, besonders bei längeren Besprechungen. Es lohnt sich, sich die Zeit zu nehmen, um die richtige Passform zu finden. Absolut. Kleine Details wie diese können wirklich über Erfolg oder Misserfolg einer Arbeitssitzung entscheiden. Ich fühle mich schon konzentrierter und energiegeladener. Hervorragend, dann lassen Sie uns mit unserer Agenda beginnen. Mit diesen bequemen Stühlen sind wir meiner Meinung nach bereit für ein produktives Meeting. Klingt gut für mich. Danke, dass du mir geholfen hast, den perfekten Ort zu finden. Lektion 11: Unser Leben verbessern. Hallo Anna, hast du von der jüngsten Initiative zur Verbesserung der Lebensqualität in unserer Gemeinde gehört? Ja, John, ich freue mich wirklich darauf. Die lokale Regierung hat hart daran gearbeitet, die Sorgen der Menschen zu berücksichtigen. Das ist großartig. Welche Änderungen planen Sie? Nun, sie wollen sich darauf konzentrieren, erschwinglicheren Wohnraum zu schaffen und den öffentlichen Verkehr zu verbessern. Sie wollen auch in Gemeinschaftsprogramme investieren, die soziale Gerechtigkeit fördern. Das klingt nach fantastischen Ideen. Ich denke, der Zugang zu menschenwürdigem Wohnraum und effizientem Verkehr sind für eine gute Lebensqualität unerlässlich. Absolut. Und die Programme für soziale Gerechtigkeit könnten dazu beitragen, einige der Ungleichheiten in unserer Gesellschaft zu beseitigen. Definitiv. Ich freue mich, dass die Stimmen der Menschen gehört werden. Das scheint wirklich ein Schritt in die richtige Richtung zu sein. Ich auch. Ich hoffe, dass diese Veränderungen das Leben unserer Mitbürger erheblich verändern werden. Das Gleiche hier. Ich freue mich auf die positiven Auswirkungen, die diese Initiative auf unsere Community haben wird. Lektion 12: Ökologisierung unserer Städte. Hey Anna, ich habe darüber nachgedacht, wie wir unsere Stadt umweltfreundlicher machen können. Was denkst du? Oh, das ist eine tolle Idee, John. Ich suche immer nach Möglichkeiten, der Umwelt zu helfen. Nun, ich dachte, wir könnten damit beginnen, mehr Bäume in der Stadt zu pflanzen. Das würde nicht nur der Umwelt helfen, sondern auch unsere Straßen verschönern. Ich liebe diesen Vorschlag. Bäume absorbieren nicht nur Kohlendioxid, sondern spenden auch Schatten und lassen die Gegend viel lebendiger aussehen. Genau. Und wir könnten die Menschen auch dazu ermutigen, Gärten anzulegen, auch in kleinen Räumen wie Balkonen oder Terrassen. Ja, das ist genial. Hausgärten tragen zur Abfallreduzierung bei und liefern frische, lokale Produkte. Außerdem sind sie so hübsch anzusehen. Absolut. Und wir könnten erwägen, mehr Sonnenkollektoren zu installieren und auch Recyclingprogramme umzusetzen.
Das sind alles fantastische Ideen. Ich wette, wenn wir als Gemeinschaft zusammenarbeiten, könnten wir unsere Stadt zu einem echten Vorbild für Nachhaltigkeit machen. Ich stimme zu. Wenn wir die Leute mit ins Boot holen und die richtigen Ressourcen bereitstellen, können wir meiner Meinung nach einige großartige Änderungen vornehmen. Lektion 13: Verlorene Uhr. Hey Anna, hast du meine Uhr irgendwo gesehen? Ich kann sie nicht finden. Oh nein, das ist schrecklich. Wann erinnerst du dich das letzte Mal daran, es gehabt zu haben? Ich glaube, ich hatte es heute Morgen an, als ich zur Arbeit ging. Ich muss es irgendwo verlegt haben. Lassen Sie uns Ihre Schritte zurückverfolgen. Wo warst du heute? Nun, ich bin ins Büro gegangen, habe dann im Café die Straße runter zu Mittag gegessen und bin dann wieder hierher gekommen. Okay, fangen wir im Büro an. Hast du deinen Schreibtisch gründlich überprüft? Ja, ich habe überall gesucht, aber kein Glück gehabt. Ich habe sogar meine Kollegen gefragt, ob sie es gesehen haben. In Ordnung, was ist mit dem Kaffee? Hast du es dort auf dem Tisch oder der Theke liegen lassen? Ich kann mich nicht erinnern, es im Café ausgezogen zu haben. Aber ich rufe sie für alle Fälle an. Lektion 14: Katastrophen in der Cafeteria. Oh nein, ich glaube, ich stehe kurz vor einer Cafeteria-Katastrophe. Was ist passiert? Hast du dein Essen verschüttet oder so? Ich trage diesen Teller mit Essen und fühle mich, als würde ich ihn jede Sekunde fallen lassen. Huch, sei vorsichtig. Halte es ruhig und gehe langsam. Ich versuche es, aber meine Hände zittern. Ich bin so nervös, dass ich ein großes Durcheinander anrichten werde. Okay, atme tief durch. Du schaffst das, konzentriere dich einfach darauf, einen Fuß vor den anderen zu setzen. Pfui, ich spüre, wie alle Augen auf mich gerichtet sind. Ich hasse es, so im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stehen. Mach dir keine Gedanken darüber, was andere denken. Bring das Essen einfach sicher an deinen Tisch. Seufzer, ich muss in der Cafeteria wirklich vorsichtiger sein. Das ist mir viel zu oft passiert. Lektion 15: Verbesserung der Benutzererfahrung. Hey Anna, ich habe dich neulich über einige neue technische Entwicklungen sprechen hören. Worum ging es da überhaupt? Oh, ich habe gelesen, wie Entwickler ständig daran arbeiten, die Benutzererfahrung mit ihren Produkten und Dienstleistungen zu verbessern. Das ist interessant. Kannst du mir mehr darüber erzählen? Definitiv. Grundsätzlich suchen Unternehmen immer nach Möglichkeiten, ihre Angebote für Kunden bequemer, intuitiver und angenehmer zu gestalten. Ich verstehe. Können Sie mir einige konkrete Beispiele nennen? Sicher, nehmen Sie so etwas wie Mobile Banking Apps. Die Entwickler aktualisieren ständig die Benutzeroberfläche und fügen neue Funktionen hinzu, um die Verwaltung ihrer Finanzen unterwegs zu vereinfachen. Das macht Sinn. Die Verbesserung der Benutzererfahrung muss oberste Priorität haben. Absolut. Es geht darum, die Bedürfnisse der Kunden zu antizipieren und ihnen das Leben zu erleichtern. Das ist wirklich klug. Es zeigt, dass sich die Unternehmen wirklich auf den Endverbraucher konzentrieren.
Lektion 16: Probleme beim Pendeln. Hey Anna, was für einen Morgen ich hatte. Der Bus war so voll, dass ich kaum atmen konnte. Oh nein, das klingt furchtbar. Es tut mir so leid, das zu hören. Was ist passiert? Nun, der Bus war voll und die Tasche von jemandem schlug mir immer wieder ins Gesicht. Es war nur einer dieser Vormittage, weißt du? Uff, ich hasse es, wenn das passiert. Öffentliche Verkehrsmittel können manchmal ein Albtraum sein. Erzähl mir davon. Und dann, um das Ganze abzurunden, blieb der Bus 20 Minuten im Stau stecken. Ich kam so spät ins Büro. Das ist das Schlimmste. Das hätte mich geärgert. Wie hat Ihr Chef reagiert? Ehrlich gesagt waren sie ziemlich verständnisvoll. Ich erklärte, was passiert ist, und sie sagten, sie wären einfach froh, dass ich es sicher geschafft habe, auch wenn ich zu spät gekommen bin. Nun, das ist zumindest gut. Ich bin sicher, es ist frustrierend, aber zumindest hat es dir dein Chef nicht schwer gemacht. Ja, ich schätze, es hätte schlimmer kommen können. Lektion 17: Meditationstipps. Hey Anna, ich habe neulich mit meiner Freundin gesprochen und sie hat mir alles über Meditation erzählt. Oh schön, Meditation kann so eine großartige Praxis sein. Was hatte dein Freund dazu zu sagen? Nun, sie sagte, es sei wirklich hilfreich, um Stress zu bewältigen und den Fokus zu verbessern. Sie warnte aber auch davor, dass es etwas gewöhnungsbedürftig ist. Das macht Sinn. Meditation ist eine Fähigkeit, deren Entwicklung Zeit und Konsequenz erfordert. Was sind deine bisherigen Erfahrungen damit? Ehrlich gesagt habe ich es noch nicht wirklich ausprobiert. Aber der Rat deines Freundes bringt mich dazu, es auszuprobieren. Das ist großartig, ich freue mich zu hören, dass du daran interessiert bist, Meditation auszuprobieren. Hast du Fragen zum Einstieg? Eigentlich ein paar. Mein Freund erwähnte etwas darüber, dass man seine Grenzen kennt. Was meinte sie damit? Gute Frage. Bei der Meditation ist es wichtig, klein anzufangen und nicht zu früh zu versuchen, zu viel zu tun. Beginnen Sie vielleicht mit nur 5 bis 10 Minuten pro Sitzung. Ah, ich verstehe, das macht Sinn. Machen Sie sich allmählich damit vertraut, anstatt zu erwarten, sofort eine Stunde lang zu meditieren. Lektion 18: Kunstwerke finden. Hey Anna, ich wollte dich fragen, hast du irgendwelche Empfehlungen, wo du coole Wandbilder finden kannst? Oh, das ist eine gute Frage. Ich war sogar selbst auf der Suche nach neuen Drucken. Auf was für eine Stimmung stehst du? Nun, ich möchte mein Wohnzimmer ein wenig auffrischen. Ich will etwas, das modern ist, aber auch ein bisschen Persönlichkeit hat, weißt du? Definitiv, das macht Sinn. Haben Sie lokale Kunstmessen oder Galerien besucht? Sie haben normalerweise eine sehr vielseitige Auswahl. Weißt du, das ist eine tolle Idee. Ich war seit einiger Zeit nicht mehr auf Kunstveranstaltungen. Gibt es irgendwelche Favoriten, die du empfehlen würdest? Nächsten Monat steht ein wirklich cooles im Gemeindezentrum an. Sie haben immer eine großartige Mischung aus lokalen Künstlern und Stücken. Das klingt perfekt. Das muss ich in meinem Kalender vermerken. Haben Sie in der Zwischenzeit irgendwelche Online-Shops, die Sie vorschlagen würden?
Lass mich nachdenken. Etsy ist immer eine gute Anlaufstelle für einzigartige, handgemachte Drucke. Und Society6 hat eine Menge wirklich cooler, erschwinglicher Optionen. Oh, Etsy und Society6, verstanden. Die muss ich mir ansehen. Danke für die Tipps. Lektion 19: To-Do-Listenhelfer. Hey Anna, hast du schon angefangen, deine wöchentliche To-Do-Liste zu erstellen? Nein, noch nicht. Normalerweise finde ich es aber hilfreich, einen zu machen. Benutzt du auch eine To-Do-Liste? Ja, auf jeden Fall. Es hilft mir, organisiert zu bleiben und nichts zu vergessen. Das gleiche hier. Ich kategorisiere meine Aufgaben gerne nach Priorität und Fälligkeitsdatum. Das ist eine tolle Idee. Ich schreibe einfach alles in einer langen Liste auf, aber sie zu organisieren würde es wahrscheinlich effektiver machen. Exakt. Es ist leicht, mit einer langen, unstrukturierten Liste überfordert zu werden. Wenn Sie sie aufschlüsseln, wird sie übersichtlicher. Verwenden Sie ein physisches Notizbuch oder eine App für Ihre To-Do-Liste? Ich verwende lieber eine App. Es ist einfacher, sie von unterwegs zu aktualisieren und darauf zuzugreifen. Toll, welche App benutzt du? Ich wollte es mit einer digitalen To-Do-Liste versuchen. Lektion 20: Erkundung der großen Seen. Hey Anna, wusstest du, dass es im südlichen Teil von Ontario 4 der größten Seen der Welt gibt? Wirklich? Mir war nicht bewusst, dass die großen Seen so riesig sind. Welche befinden sich in Ontario? Die 4 größten sind Lake Superior, Lake Huron, Lake Erie und Lake Ontario. Sie werden die großen Seen genannt. Wow, das ist unglaublich. Ich war schon einmal am Ontariosee, aber ich kannte das gesamte Ausmaß des Systems der großen Seen nicht. Ja, es ist wirklich beeindruckend. Zusammen enthalten die großen Seen etwa 21% des weltweiten Oberflächensüßwassers. Unglaublich. Mir war nicht bewusst, dass sie eine so bedeutende globale Süßwasserressource sind. Absolut. Sie sind unglaublich wichtig, sowohl ökologisch als auch wirtschaftlich, für die umliegenden Regionen. Das macht Sinn. Ich wette, rund um die großen Seen gibt es viel Freizeit, Schifffahrt und Industrie. Definitiv. Sie unterstützen eine Vielzahl von Aktivitäten, vom Fischen und Bootfahren bis hin zu Transport und Herstellung. Lektion 21: Schutz gefährdeter Arten. Hey Anna, hast du die Nachrichten über den Rückgang bestimmter Tierpopulationen gesehen? Ja, es ist wirklich besorgniserregend. So viele Arten sind heutzutage vom Aussterben bedroht. Absolut. Wir müssen die Naturschutzbemühungen proaktiver angehen. Ich stimme zu. Die Erhaltung der biologischen Vielfalt ist für die Gesundheit unserer Ökosysteme von entscheidender Bedeutung. Definitiv. Eine der größten Bedrohungen ist der illegale Wildtierhandel. Das ist wahr. Menschen, die Produkte aus gefährdeten Tieren kaufen, sind ein großes Problem. Exakt. Indem wir uns weigern, diese Artikel zu kaufen, können wir dazu beitragen, die Nachfrage zu stoppen. Exakt.
Es ist wichtig, dass sich die Verbraucher der Auswirkungen ihrer Einkäufe bewusst sind. Definitiv. Jeder Einzelne kann einen Unterschied machen, indem er ein bewusster Verbraucher ist. Lektion 22: Temperatur anpassen. Hey Anna, mir ist aufgefallen, dass es hier langsam etwas warm wird. Könntest du mir helfen, den Thermostat einzustellen? Klar, kein Problem. Auf welche Temperatur soll ich es einstellen? Gehen wir von 22 Grad Celsius aus. Das sollte bequem sein. Okay, gib mir einen Moment. Passt den Thermostat an. Ich habe ihn auf 22 Grad eingestellt. Großartig. Danke, Anna. Das sollte die Dinge gut abkühlen. Keine Sorge. Es ist wichtig, die Temperatur angenehm zu halten, besonders an wärmeren Tagen. Absolut. Ich bin froh, dass wir das Klima hier kontrollieren können. Es macht einen großen Unterschied. Definitiv. Diese Kontrolle über die Umgebung zu haben, ist so praktisch. Einverstanden. Das ist einer der modernen Luxusgüter, die wir oft für selbstverständlich halten. Lektion 23: Erkundung der Schwellenländer. Hallo Anna, ich habe über einige interessante Entwicklungen in der Geschäftswelt gelesen. Oh, wirklich? Was hat deine Aufmerksamkeit erregt? Es gibt ein Schwellenmarktsegment, das viel Wachstumspotenzial aufweist. Das ist aufregend. Auf welchen Markt beziehen Sie sich? Nach allem, was ich gesehen habe, scheint der Schwellenländersektor viele ungenutzte Chancen zu bieten. Interessant. Warum denken Sie, dass dieser bestimmte Markt so vielversprechend ist? Nun, die Daten, die ich überprüft habe, deuten auf eine hohe Verbrauchernachfrage und Expansionspotenzial hin. Das ist toll zu hören. Es ist immer gut, neue Wachstumsbereiche zu identifizieren. Definitiv. Ich bin wirklich fasziniert von den Möglichkeiten in diesem Schwellenländersegment. Lektion 24: Praktische Box. Hey Anna, hast du von dem neuen Service gehört, der Gästen eine Box bietet, in der sie ihre wertvollen Sachen aufbewahren können? Nein, davon habe ich noch nichts gehört. Was ist es? Es ist dieser wirklich praktische Service, bei dem Sie ein kleines Schließfach mieten können, um Ihre Sachen sicher aufzubewahren, wenn Sie in einem Hotel oder einer Ferienwohnung übernachten. Oh, das klingt toll. Gibt es weitere Funktionen oder Vorteile dieses Dienstes? Nun, die Boxen befinden sich praktischerweise direkt im Zimmer, sodass Sie sich keine Sorgen machen müssen, Ihre Wertsachen mit sich herumzutragen. Und sie sind auch ziemlich erschwinglich. Das ist fantastisch. Das muss den Gästen die Gewissheit geben, dass ihre wichtigen Gegenstände sicher sind. Absolut. Es ist eine Sache weniger, über die Sie sich während Ihrer Reise Gedanken machen müssen. Hatten Sie jemals Probleme damit, Ihre Sachen auf Reisen zu verlieren oder zu verlegen? Ja, leider. Ich habe einmal meine Brieftasche in einem Taxi vergessen und musste alle meine Karten stornieren. Dieser Service wäre so hilfreich gewesen. Das kann ich mir vorstellen. Nun, ich werde mir auf jeden Fall überlegen, ob ich das nächste Mal auf Reisen eine dieser Boxen benutzen könnte.
Es scheint einfach eine so intelligente und einfache Lösung zu sein. Lektion 25. Der Aufstieg von Pulitzer und Hearst. Hey Anna, wusstest du von den einflussreichen Verlagsfiguren Joseph Pulitzer und William Randolph Hearst? Nein, ich weiß nicht viel über sie. Wer waren sie und was haben sie gemacht? Pulitzer und Hearst waren Ende des 19. Jahrhunderts Pioniere des neuen Journalismus und Verlagsstils. Sie haben die Zeitungsbranche verändert. Oh, das ist faszinierend. Was waren einige ihrer wichtigsten Beiträge? Nun, Pulitzer kaufte die Zeitung New York World und nutzte sensationelle Geschichten und auffällige Schlagzeilen, um Leser anzulocken. Dieser Ansatz des gelben Journalismus war sehr effektiv. Ich verstehe. Und was ist mit Hearst? Hearst verfolgte mit seiner Zeitung, dem New York Journal, einen ähnlichen Ansatz. Er stand in einem erbitterten Wettbewerb mit Pulitzer und versuchte, die sensationelle Berichterstattung des jeweils anderen zu übertreffen. Wow, sie haben damals also wirklich eine neue Ära des Verlagswesens und des Journalismus geprägt. Das muss einen großen Einfluss gehabt haben. Absolut. Ihre Taktik trug dazu bei, Zeitungen für die breite Öffentlichkeit zugänglicher und unterhaltsamer zu machen. Es war ein großer Unterschied zu den schwerfälligen, elitären Zeitungen der Vergangenheit. Lektion 26. Der Aufstieg von Pellet und der Toronto Stock Exchange. Hey Anna, wusstest du, dass die erste offizielle Börsenmaklerfirma in Nordamerika 1866 gegründet wurde? Nein, das wusste ich nicht. Wo befand sich die erste Maklerfirma? Es wurde in Toronto, Kanada, von einem Mann namens James Pellet gegründet. Er gründete die Maklerfirma Pellet Senior. Interessant. Welche Rolle spielte Pellets Firma bei der Entwicklung der Finanzmärkte? Nun, Pellet Senior wurde zu einem festen Bestandteil der wachsenden Toronto Stock Exchange. Sie halfen dabei, viele der frühen Handelspraktiken und Vorschriften zu etablieren. Ich verstehe. Pellets Firma war also in diesen frühen Tagen wirklich maßgeblich an der Gestaltung des kanadischen Aktienmarktes beteiligt. Exakt. Pellet und seine Maklerfirma waren entscheidend für den Aufstieg der Toronto Stock Exchange zu einem wichtigen Finanzzentrum. Das ist wirklich faszinierend. Ich wusste damals nicht, dass Toronto die Heimat einer so wichtigen Finanzinnovation war. Ja, es ist ein oft übersehenes Stück Finanzgeschichte. Aber die Börse von Toronto und Pellets Firma spielten eine große Rolle bei der Entwicklung des Aktienmarktes. Lektion 27. Der tragische Niedergang der Tierwelt. Hey Anna, wusstest du, dass viele Tierarten auf der ganzen Welt ernsthaft bedroht sind, um ihr Überleben zu gefährden? Nein, das war mir nicht bewusst. Welchen Bedrohungen sind diese Tiere ausgesetzt? Nun, vieles davon hat mit dem Verlust von Lebensräumen und Wilderei zu tun. Viele Arten, die einst reichlich vorhanden waren, schwinden jetzt an Zahl. Das ist wirklich besorgniserregend. Welche Tiere sind am stärksten betroffen? Zu den am stärksten betroffenen Arten gehören Nashörner, Elefanten, Tiger und Gorillas. Ihre Populationen sind in den letzten Jahrzehnten stark zurückgegangen. Das ist einfach herzzerreißend. Das sind so unglaubliche und ikonische Tiere. Was führt dazu, dass ihre Zahl so dramatisch sinkt?
Dies ist hauptsächlich auf Entwaldung, Urbanisierung und illegale Jagd und Wilderei zurückzuführen. Während Menschen in ihre natürlichen Lebensräume eindringen, kämpfen diese Tiere ums Überleben. Das ist einfach verheerend. Wir müssen mehr tun, um diese gefährdeten Arten zu schützen, bevor es zu spät ist. Absolut. Naturschutzbemühungen sind im Gange, aber es ist ein harter Kampf. Viele dieser Tiere sind vom Aussterben bedroht. Lektion 28: Fischen im friedlichen Wald. Hey Anna, hast du schon einmal im Wald gefischt? Nein, das kann ich nicht sagen. Wie ist es? Es ist eine so friedliche und heitere Erfahrung. Die Wälder sind ruhig und von Natur umgeben. Das klingt reizend. Wie ist das Angeln in einer solchen Umgebung? Es ist fantastisch. Die Flüsse und Bäche sind normalerweise weniger überfüllt als beliebte Angelplätze in der Nähe der Städte. Das muss wirklich nett sein, das Wasser für sich allein zu haben. Taugt das Angeln etwas? Unbedingt. Sie können alle Arten von Forellen und anderen Süßwasserfischen finden. Es ist eine wirklich entspannende Art, den Tag zu verbringen. Es klingt so idyllisch. Ich kann mir vorstellen, dass es sehr beruhigend wäre, mitten im Wald am Wasser zu sitzen. Definitiv. Keine Ablenkungen, kein Lärm, nur du, die Geräusche der Natur und der Nervenkitzel, einen Fisch zu fangen. Lektion 29: Hart arbeitendes kreatives Genie. Hey Anna, wusstest du, dass Thomas Edison, der berühmte Erfinder, einmal sagte, sein Erfolg sei auf viele Stunden harter Arbeit zurückzuführen? Oh, wirklich? Das wusste ich nicht. Es ist interessant zu hören, dass selbst ein kreatives Genie wie Edison seine Erfolge auf schiere harte Arbeit zurückführte. Genau. Er glaubte, dass Inspiration und Kreativität nur ein kleiner Teil der Gleichung waren. Der wahre Schlüssel lag in den langen Stunden und der Hingabe. Das ist eine gute Lektion für uns alle. Allzu oft denken wir, dass Erfolg auf einem Blitzlicht beruht, obwohl er in Wirklichkeit normalerweise das Ergebnis hartnäckiger Bemühungen im Laufe der Zeit ist. Absolut. Edison war dafür bekannt, 18 Stunden am Tag in seinem Labor zu arbeiten, zu tüfteln und zu experimentieren, bis er die gewünschten Ergebnisse erzielte. Er saß nicht nur herum und wartete darauf, dass Ideen kamen. Es zeigt Definitiv. nur, dass Ich selbst die denke, das kreativsten ist eine Köpfe harte Denkweise, Arbeit von leisten der müssen. viele Menschen profitieren Talent könnten. und Vision Warten sind Sie nicht wichtig, einfach aber darauf, sie müssen dass durch Sie sich schiere inspirieren Entschlossenheit lassen, gehen Sie unterstützt raus und werden. investieren Sie Zeit und Mühe. Exakt. Edisons Geschichte ist eine großartige Erinnerung daran, dass Erfolg nicht einfach ist, aber durch konsequente harte Arbeit erreichbar ist. Es ist ein inspirierendes Beispiel, dem man folgen sollte. Könnte nicht mehr zustimmen. Wenn selbst ein Visionär wie Edison das durchziehen müsste, dann können wir anderen sicher nicht erwarten, dass uns der Erfolg einfach in den Schoß fällt. Lektion 30: Die Rhythmen des Jazz. Hey Anna, wusstest du, dass Jazzmusik ihre Wurzeln in der afroamerikanischen Musik hat, die von Rhythmen aus Westafrika beeinflusst wurde? Wirklich? Mir war nicht bewusst, dass das Genre so tiefe kulturelle Verbindungen hat. Das ist faszinierend. Ja, die synkopierten Rhythmen und der Improvisationsstil des Jazz sind stark von den Musiktraditionen verschiedener afrikanischer Regionen beeinflusst.
Das macht sehr viel Sinn. Jazz hat einen so ausgeprägten, energischen Sound. Es ist cool, etwas über die kulturellen Ursprünge zu erfahren, die seine Entwicklung geprägt haben. Definitiv. Die Call-and-Response-Muster, die Polyrhythmen, viele dieser Kernelemente des Jazz lassen sich auf Musikpraktiken in Westafrika zurückführen. Es ist erstaunlich, wie Musik als solche kulturelle Brücke dienen kann, um Traditionen von einem Teil der Welt zum anderen zu bewahren und weiterzuentwickeln. Absolut. Jazz war eine Möglichkeit für Afroamerikaner, ihre einzigartige kulturelle Identität und ihr Erbe zum Ausdruck zu bringen, auch wenn sie sich an das Leben in den Vereinigten Staaten anpassten. Das ist eine wirklich aufschlussreiche Sichtweise. Beim Jazz ging es nicht nur um die Musik selbst, sondern auch darum, diese tiefen kulturellen Verbindungen aufrechtzuerhalten. Exakt. Die Rhythmen, die Improvisation, der seelenvolle Ausdruck, all das war eine Art, das afrikanische Erbe lebendig zu halten, auch in einem neuen Kontext. Lektion 31: Reisen nach London. Hey Anna, gehst du heute irgendwo hin? In der Tat, ja. Ich mache mich auf den Weg nach London für einen Kurztrip. London. Das klingt aufregend. Was führt dich dorthin? Nur eine kleine Privatangelegenheit, um die ich mich kümmern muss. Nichts allzu Glamouröses, aber ich freue mich auf den Szenenwechsel. Das ist großartig. Wie lange wirst du in London bleiben? Nur ein paar Tage. Ich habe ein paar Treffen und dann bin ich wieder zu Hause. Nett, nett. Haben Sie vor, während Sie dort sind, Sehenswürdigkeiten zu besichtigen? Definitiv. Ich möchte versuchen, das British Museum zu besuchen, wenn ich kann. Und vielleicht machen Sie einen Spaziergang durch den Hyde Park. Gute Entscheidungen. Das British Museum hat eine erstaunliche Sammlung. Und der Hyde Park ist so ein schöner, friedlicher Ort mitten in der Stadt. Lektion 32: Erinnerungen an Ahnen bewahren. Hey Anna, ich habe gehört, dass du daran gearbeitet hast, einige der Erinnerungen deiner Vorfahren zu bewahren. Das klingt wirklich interessant. Ja, das stimmt. Es ist etwas, das mich in letzter Zeit wirklich begeistert hat. Ich möchte sicherstellen, dass unsere Familiengeschichte und Traditionen nicht verloren gehen. Das ist so ein bewundernswertes Ziel. Kulturelle Bewahrung ist so wichtig, besonders in der heutigen schnelllebigen, sich ständig verändernden Welt. Absolut. Ich habe das Gefühl, dass wir Gefahr laufen, den Kontakt zu unseren Wurzeln zu verlieren, wenn wir nicht aktiv daran arbeiten, diese Geschichten und Rituale zu dokumentieren und weiterzugeben. Definitiv. Was haben Sie getan, um die Erinnerungen Ihrer Vorfahren festzuhalten? Nun, ich habe Interviews mit meinen Großeltern geführt und versucht, so viele ihrer Berichte aus erster Hand wie möglich aufzuzeichnen. Und ich habe alte Familienfotos und Artefakte durchgesehen, um unsere Geschichte zusammenzusetzen. Das ist ein wirklich wunderbarer Ansatz. Mündliche Überlieferungen und physische Erinnerungsstücke sind so wirkungsvolle Mittel, um dieses kulturelle Erbe zu bewahren. Exakt. Ich möchte, dass meine zukünftigen Generationen eine greifbare Verbindung zu unserer Herkunft haben. Nicht nur abstrakte Fakten, sondern echte persönliche Geschichten und bedeutungsvolle Objekte. Ich finde das so bewundernswert. Es ist leicht, dass solche Traditionen und Erinnerungen im Laufe der Zeit verloren gehen, daher ist es wirklich wertvoll,
die Initiative zu ergreifen, um sie zu dokumentieren. Lektion 33: Obst der Saison genießen. Hey Anna, genießt du gerade all das frische Obst der Saison? Definitiv. Diese Jahreszeit ist mein Favorit für Obst. Ich habe mir in letzter Zeit so viele Erdbeeren gegönnt. Ah ja, die Erdbeersaison ist die beste. Es gibt nichts Schöneres als diesen süßen, saftigen Geschmack. Ich weiß. Ich versuche so viele wie möglich zu essen, solange sie ihren Höhepunkt erreicht haben. Sie schmecken einfach so viel besser als die, die man das ganze Jahr über bekommen kann. Absolut. Obst auf dem Höhepunkt der Saison zu essen ist ein wahrer Genuss. Die Aromen sind so viel lebendiger und intensiver. Exakt. Ich liebe es, wie verschiedene Früchte zu verschiedenen Jahreszeiten Saison haben. Ich freue mich immer darauf, was als nächstes kommt. Definitiv. Es ist eine großartige Möglichkeit, mit den Rhythmen der Natur und den wechselnden Jahreszeiten in Verbindung zu bleiben. Definitiv. Und es ist so befriedigend, wirklich die Früchte zu genießen, die gerade am frischesten und reichhaltigsten sind. Ich stimme zu. Anstatt das ganze Jahr über dieselben Früchte zu essen, macht es mehr Spaß, das zu genießen, was gerade Saison hat. Lektion 34: Von Autos träumen. Hey Anna, wenn ich $1 Million hätte, würde ich mir auf jeden Fall einen schicken Mustang kaufen. Oh wirklich? Ich bin selbst eher ein Pontiac Sunbeard-Mädel. Der Retro-Stil ist einfach so ansprechend. Ein Sunbeard, Eine mutige Entscheidung. Aber ich kann den Charme dieses klassischen Looks erkennen. Unbedingt. Außerdem wäre es viel praktischer für meinen täglichen Arbeitsweg. Ein Mustang könnte ein bisschen auffällig sein, findest du nicht? Du bringst ein gutes Argument vor. Vielleicht sollte ich es mir noch einmal überlegen und etwas Unauffälligeres wählen. Abwechslung ist die Würze des Lebens. Wir können alle unsere Traumautos haben und sie abwechselnd fahren. Mir gefällt, wie du denkst. Wir könnten an einem Tag einen Roadtrip mit deinem Sunbeard machen und am nächsten auf meinen Mustang umsteigen. Jetzt redest du. Das scheint der perfekte Plan zu sein. Wir müssen anfangen, diese Millionen einzusparen. Haha, das hast du richtig verstanden. Aber es lohnt sich, stillvoll durch die Stadt zu cruisen. Lektion 35: Spiel und Spaß. Hey Anna, hast du von dem neuen Spielzimmer gehört, das gerade in der Innenstadt eröffnet wurde? Oh ja, ich wollte mir den Ort schon lange ansehen. Ich liebe ein gutes Flipperspiel. Das gleiche hier. Und sie haben auch die neuesten Videospiele. Wir sollten irgendwann zusammen hingehen. Definitiv. Ich bin immer bereit für einen freundschaftlichen Wettbewerb. Vielleicht können wir danach sogar im Hotelpool schwimmen. Oh, das klingt perfekt. Ein bisschen spielen, ein bisschen schwimmen. Der perfekte Entspannungstag. Unbedingt. Wir können bei all diesen Spielen Appetit bekommen und uns dann im Pool abkühlen. Klingt nach einem Plan. Ich freue mich schon darauf. Das wird ein Knaller.
Ich auch. Wir werden so viel Spaß haben. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, wer der Flippermeister ist. Oh, es läuft. Mach dich bereit, dich von meinen Fähigkeiten überraschen zu lassen. Lektion 36. Religionen erforschen. Hey Anna, wusstest du, dass zwei der großen Weltreligionen beide einen einzigen Hauptgott hatten? Das ist interessant. Auf welche Religionen beziehst du dich? Nun, es gibt das Judentum, das sich um die Verehrung Jahwes dreht. Und dann ist da noch der Islam, der sich auf den einen Gott, Allah, konzentriert. Ich verstehe. Das ist eine ziemlich faszinierende Parallele zwischen diesen beiden alten Glaubenssystemen. Definitiv. Es ist erstaunlich, wie verschiedene Kulturen unabhängig voneinander zu ähnlichen theologischen Konzepten kommen können. Absolut. Es zeigt nur das universelle menschliche Bedürfnis, Sinn und das Göttliche zu finden. Stimme voll und ganz zu. Die Religion hat im Laufe der Geschichte eine so entscheidende Rolle bei der Gestaltung von Zivilisationen gespielt. Definitiv. Es ist immer aufschlussreich, etwas über die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den großen Glaubensrichtungen der Welt zu erfahren. Einverstanden. Es gibt so viel, was wir lernen können, wenn wir diese spirituellen Traditionen erforschen. Lektion 37. Urlaubsplanung. Hey Anna, hast du schon angefangen, unsere bevorstehende Reise zu planen? Darauf kannst du wetten. Ich kann es kaum erwarten, für eine Weile wegzukommen. Es wird der perfekte Kurzurlaub sein. Fantastisch. Was sollten wir deiner Meinung nach unbedingt einpacken? Nun, lass uns sehen. Bequeme Kleidung, Badeanzüge, Sonnencreme und natürlich unsere Kameras, um all die Erinnerungen festzuhalten. Gute Entscheidung. Vergiss das Nötigste nicht. Oh, und vielleicht ein paar Bücher zum Lesen am Pool. Absolut. Ich brauche leichten Lesestoff für diese entspannenden Momente. Definitiv. Das wird eine so erfrischende Pause vom Alltagstrott sein. Ich weiß, oder? Es ist genau das, was wir brauchen, um neue Energie zu tanken und verjüngt zurückzukommen. Du hast es gesagt. Darauf freue ich mich sehr. Diese Reise wird fantastisch. Lektion 38. Abendpläne. Hey Anna, hast du große Pläne für den Abend? Nun, ich habe darüber nachgedacht, ins Fitnessstudio zu gehen, um zu trainieren. Wie steht's mit dir? Das Fitnessstudio. Das ist eine produktive Art, den Abend zu verbringen. Unbedingt. Ich muss den Körper in Form halten. Was ist mit dir? Irgendwelche aufregenden Pläne? Um ehrlich zu sein, wollte ich mich nur zu Hause entspannen. Vielleicht etwas lesen. Lesen, Das klingt nach einer schönen, friedlichen Art, sich zu entspannen. Ja, manchmal ist es gut, es ruhig angehen zu lassen, weißt du? Laden Sie die Batterien auf. Das höre ich. Wir alle brauchen ab und zu diese Momente der Ruhe und Einsamkeit. Definitiv. Aber hey, wenn dir die Gesellschaft nichts ausmacht, könnte ich mit ins Fitnessstudio gehen.
Lektion 39. Reisepläne. Hey Anna, hast du gehört, dass wir unsere Tickets am Gate vorzeigen müssen, bevor wir in das Flugzeug steigen? Oh, wirklich? Das wusste ich nicht. Ich hoffe, es gibt genug Platz über dem Kopf für unser ganzes Gepäck. Ich auch. Ich habe einiges für die Reise eingepackt. Das gleiche hier. Wir müssen nur sicherstellen, dass alles passt. Definitiv. Ich freue mich schon darauf, die Sehenswürdigkeiten zu sehen, wenn wir ankommen. Haben Sie sich irgendwelche Attraktionen angesehen, die Sie gesehen haben müssen? Ja, ich habe eine Liste der besten Orte erstellt, die wir besuchen sollten. Es gibt ein Kunstmuseum, eine historische Kathedrale und einen wunderschönen Park, den ich mir ansehen möchte. Toll, das klingt nach einer großartigen Reiseroute. Ich kann es kaum erwarten, die lokale Kultur zu erleben. Ich auch nicht. Diese Reise wird so viel Spaß machen. Absolut. Ich freue mich, dass wir das zusammen machen. Lektion 40. Online-Kurse. Hallo Anna, hast du in letzter Zeit an Online-Kursen teilgenommen? Ja, ich habe mich gerade für ein paar angemeldet. Ich finde es toll, wie zugänglich und praktisch sie sind. Ich auch. Im Vergleich zu herkömmlichen Kursen ist es auch erschwinglich. Definitiv. Die Kurse, die ich mache, decken ein breites Themenspektrum ab, vom Programmieren bis zum kreativen Schreiben. Das ist großartig. Ich nehme an einem Wirtschaftskurs teil, der wirklich informativ war. Nett. Online-Lernen ist eine großartige Möglichkeit, unsere Fähigkeiten und unser Wissen zu erweitern. Ich stimme zu. Es hat das Spiel für mich verändert. Absolut. Ich genieße die Flexibilität und das personalisierte Lernerlebnis sehr. Das Gleiche hier. Das ist die Zukunft der Bildung.